Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung. Heute zum ersten Mal nicht mit einem ganz aktuellen Messespiel, sondern mit einem Spiel, das schon ein Jährchen auf dem Buckel hat und ich würde fast schon einen Klassiker dazu sagen. Terra Mystica von dem Verlag Feuerland Spiele. Von Helge Ostertag und Jens Drogemüller. Regeln überarbeitet von Uwe Rosenberg. Deutscher Spielepreis 2013 abgeräumt. Board Game Geek Rang 7. Ja, und 1 Million andere Preise, Spielepreise gewonnen. 2 bis 5 Spieler, Spieldauer 30 Minuten pro Spieler, ist machbar, wenn man nicht mit Hunter spielt. Aber inzwischen habe ich mich deutlich verbessert. Trotzdem, es ist ein ganz schöner Brecher, sieht man auch hier an der Packung. Da ist einiges drin und steckt einiges dran und das schauen wir uns jetzt mal genau an. In Terra Mystica spielen wir eines von 14, ja, ich wiederhole, 14 verschiedenen Fantasy-Völkern. Auren, Hexen, Alchemisten, Düsterlinge, Halblinge, Kultisten, Konstrukteure, Zwerge, Nixen, Schwarmlinge, Chaosmagier, Giganten, Fakire und Nomaden. Und versuchen unser Volk zu entwickeln und uns auf dem Spielplan auszubreiten. Es gibt insgesamt 7 verschiedene Landschaftsarten. Zum Beispiel Wald, Ackerland, Sumpf und so weiter. Und der Clou ist jetzt, jedes der 14 Völker kann nur genau auf einer Landschaftsart überhaupt existieren. Das bedeutet, die Nomaden, der Heimatlandschaft ist Wüste. Was also tun? Die Antwort liegt im Gartenbau. Nämlich, ich grabe das Beet so lange um, bis aus dem Ödland eine Wüste wird oder hier aus dem Ackerland eine Wüste wird. Sprich Terraforming, und kann jetzt eben auf die neuen Wüstenfelder auch direkt Wohnhäuser bauen. Im Endeffekt gibt es 3 wesentliche Dinge, die ich erreichen will. Zum einen will ich ein möglichst großes Gebiet haben. Zum zweiten möchte ich möglichst viele mächtige Gebäude bauen. Und dann möchte ich noch in 4 verschiedenen Kulten aufsteigen. Es gibt den Feuerkult, Wasserkult, den Erdkult und den Luftkult. Und am Ende des Spiels bekommt man eben Punkte, je nachdem, ob man der erste, zweite oder drittplatzierte Spieler in dem jeweiligen Kult ist. Es gibt bei Terra Mystica 4 Ressourcentypen. Zum einen gibt es diese Arbeiter hier. Dann gibt es Geld, Macht, symbolisiert hier durch diese violetten kleinen Marker. Und wir haben Priester. Um an Ressourcen zu kommen, muss ich Gebäude bauen, weil Gebäude geben mir Einkommen. Das heißt, unter den Gebäuden ist sozusagen das Einkommen aufs Tableau aufgedruckt, und je mehr von einem Gebäude ich jetzt baue, desto mehr Einkommen bekomme ich am Anfang der Runde. Je mehr Wohnhäuser ich beispielsweise baue, desto mehr Arbeiter bekomme ich jede Runde. Wandle ich jetzt diese Siedlung in ein Handelshaus um, kommt das wieder hier drauf. Ich habe also einen Arbeiter weniger. Ich muss bezahlen, was es kostet. Baue mein Handelshaus und bekomme dann in der Einkommensphase 1 Macht und 2 Geld. Wandle ich das Handelshaus jetzt hier in den Tempel um, kriege ich einen Priester in der Einkommensphase, aber dafür ist eben das Geld und der Machtzuwachs wieder weg, weil das eben umgewandelt wurde und nicht einfach zusätzlich gebaut. Das ist sehr schön, dadurch ist das Ressourcenmanagement wirklich ein permanentes Problem. Man hat immer irgendwie zu wenig, weil man durch diese Umwandlung in die höherwertigen Gebäude zwar was bekommt, aber man verliert auch gleichzeitig wieder etwas. Wenn ich meine Festung gebaut habe, bekomme ich Macht, und viel wichtiger, die zweite Spezialfähigkeit meines Volkes wird freigeschalten. Bei den Nomaden wäre es die Fähigkeit Sandsturm. Damit kann ich nämlich einmal pro Runde mehr oder weniger kostenlos einfach ein angrenzendes Landschaftsfeld mit dem Sandsturm in Wüste umwandeln, ja, und dann auch da direkt ein Gebäude drauf bauen. Und ich kann natürlich noch mein Heiligtum bauen, was mir auch zusätzlichen Priester beim Einkommen gibt und die Stadtgründung erleichtert. Weil wenn ich einen bestimmten Wert an Gebäuden in einer zusammenhängenden Fläche verbaut habe, dann wird es automatisch eine Stadt. Und eine Stadt bringt mir erstens Siegpunkte, zweitens die Möglichkeit, überhaupt in einem der Kulte auf die allerhöchste Stufe aufsteigen zu dürfen, und drittens, je nach Stadt, noch ein paar andere Vorteile wie ein Priester, Arbeiter, Geld. Eine Ressource ist ganz besonders hier bei Terra Mystica, nämlich die Macht. Arbeiter und Geld kennt man ja auch von vielen anderen Spielen. Es ist nämlich so, man startet mit 12 Macht und es wird das ganze Spiel auch nicht mehr Macht werden. Es geht eher darum, diese Macht überhaupt nutzbar zu machen.
Und nutzbar ist Macht, sobald sie in Schale 3 angekommen ist. Wie ihr seht, am Anfang ist noch keine Macht in Schale 3, sie muss da erstmal hin. Nehmen wir an, die Nomaden bekommen jetzt 3 Macht. Dann müssen sie erstmal schauen, ups, in Schale 1 ist noch Macht, also muss ich erstmal Macht aus Schale 1 in Schale 2 schieben. Jetzt bekomme ich vielleicht wieder 3 Macht. Schale 1 ist immer noch nicht leer, also schiebe ich erstmal 1, 2 Macht von Schale 1 in Schale 2 und erst jetzt kommt die erste Macht von Schale 2 in Schale 3, eben weil Schale 1 leer ist. Bekomme ich jetzt wieder 3 Macht, zack, kommen die natürlich direkt rüber von Schale 2 in Schale 3. Und man sieht, so füllt sich langsam mein Schälchen 3 und nur die Macht in Schälchen 3 ist die Macht, die ich eigentlich zur Verfügung habe. Ich kann jetzt diese 4 Macht hier in Schälchen 3 natürlich direkt benutzen, um mir eine tolle Machtaktion zu kaufen. Aber dadurch verlangsame ich meinen Machtzyklus ja, weil wenn ich jetzt wieder Macht bekomme, muss ich erst wieder Schälchen 1 komplett leeren, bevor die Macht wieder verfügbar wird. Wenn ich allerdings warten würde mit dem Ausgeben der Macht, würde sich Schälchen 3 jetzt zunächst mal viel schneller füllen und ich könnte dann unter Umständen direkt 2 Machtaktionen hintereinander ausführen. Da gilt es einfach abzuwägen, was haben die anderen Spieler vor, wie ist denn denen ihr Machtkontingent bestellt und im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein wirklich besonderes Element von Terra Mystica ist aber auch noch die sogenannte Nachbarschaft. Weil auf der einen Seite brauche ich Platz zum Expandieren. Ja, und ich kann auch zugebaut werden. Aber es bringt mir auch nichts, irgendwo alleine an der Ecke zu hocken, weil die Nachbarschaft gibt bei Terra Mystica Bonus. Ich kann Macht bekommen, mein Gebäudebau ist billiger bei den Handelshäusern. Ja, und genau aus diesem Zwischenspiel zwischen Nähe und Distanz, da liegt ein ganz besonderer Reiz bei Terra Mystica. In Terra Mystica gibt es eben, wie gesagt, 14 Völker, aber nur 7 verschiedene Landschaftssorten. Die Fakire, die wohnen auf der Wüste und die Nomaden, die wohnen auch auf der Wüste. Es ist jetzt natürlich, seht ihr ja schon daran, nie so, dass Fakire und Nomaden im gleichen Spiel spielen und sich um die Wüste streiten. Die Völker sind wirklich toll unterschiedlich ausgestaltet, indem zum einen sie unterschiedliche Startfähigkeiten besitzen. Hier die Nomaden zum Beispiel haben eben 3 Wohnhäuser zu Beginn des Spiels statt nur 2. Während jetzt die Fakire eine komplett andere Fähigkeit haben. Die können nämlich, wenn sie Terraforming betreiben, einfach ein Landschaftsfeld überspringen per Teppichflug. Dafür haben sie aber zum Beispiel keine Schifffahrt. Also es ist wirklich schön ausbalanciert. Terra Mystica ist ein wahnsinnig gutes Strategiespiel, ein Vielspieler-Highlight. Was die Wiederspielbarkeit angeht, da setzt Terra Mystica in meinen Augen, was Strategiespiele angeht, einen völlig neuen Maßstab. Eins der Spiele, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, wenn ich da mit dem Flugzeug abstürzen würde. Natürlich braucht man eine Weile, um dieses Spiel vollkommen zu erfassen. Das konnten wir hier auch im Video nicht komplett leisten. Da gibt es noch ein paar Aspekte, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Gunstplättchen. Wertungsplättchen. Umwandlungskostentabelle. Schifffahrt. Machtaktionen. Rundenbonusplättchen. Aber wenn man mal einmal durch alles durch ist und, sage ich mal, 1, 2 Aufwärmrunden so hinter sich hat, dann geht es bei Terra Mystica wirklich richtig los. Wir spielen es immer mit blinder Auslosung. Wir nehmen alle 7 Farben, ein Häuschen verdeckt in die Hand und jeder zieht eins verdeckt und das ist fast schon das Spannendste, welche Farbe werde ich ziehen und was für ein Volk wähle ich aus und da fängt es schon an. 14 Völker, die sich alle auch wirklich unterschiedlich spielen und nicht nur schön unterschiedlich aussehen, die wirklich stimmige Spezialfähigkeiten haben. Und die auch so ausbalanciert sind, dass man wirklich auch jedes Volk eigentlich gerne spielt. Das Einzige ist, es ist komplex, es ist kein Familienspiel, aber ich bin restlos begeistert, ich finde es ganz fantastisch. Bei mir in meiner persönlichen Top 10 noch weit über Platz 7. Sich nur ein Spiel alle 3 Jahre kauft, Terra Mystica holen, damit hat man wenigstens 3 Jahre zu tun. Es ist wirklich, also von mir, für mich ist es wirklich, Genau, ansonsten wünschen wir euch schöne Weihnachten und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.